Ja, am 8. und 9. Juli findet ja in Zürich das Plan B-Seminar statt. Und wir stellen ja die Referenten jetzt hier in kurzen Gesprächen jede Woche vor, damit die künftigen Gäste, die vielleicht noch überlegen, ihr Ticket zu buchen oder auch diejenigen, die schon das Ticket gebucht haben, so einen kleinen Einblick bekommen, was erwartet mich, wer werden die Referenten sein, welche Expertisen bringen sie mit. Und heute hier im Gespräch Remo Vogelsang. Du bist ja einer der Referenten am 8. und 9. Juli in Zürich. Schön, dass du kurz Zeit hast und dass wir dich kurz vorstellen können. Lieber Remo, die Zuschauer und Zuhörer interessiert eigentlich immer als erstes, was bringt denn dieser Referent für eine Expertise mit zum Seminar? Vielleicht kannst du das mal ganz kurz vorstellen. Was ist dein Spezialgebiet? Und vor allem, wie hängt das mit dem Plan B zusammen? Das heißt, hast du typischerweise Kunden, die so auf der Suche nach einem Plan B sind, die dann zu dir kommen? Erzähl doch mal ein bisschen über das, was du an Expertise mitbringst zum Seminar. Ja, vielen Dank, Daniel. Klar, es ist in der Tat so und mein Thema, das ist ein sehr, sehr weites Feld, muss man sagen. Ich bin seit über 25 Jahren im Bank- und Versicherungsbereich in Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein tätig, habe mich auf die Betreuung und Beratung von vermögenden Privatkunden und Unternehmen spezialisiert. Und im Laufe der Zeit hat man immer mehr festgestellt, wo werden denn die größten Fehler gemacht und Chancen vergeben vom Vermögen. Und das habe ich im Laufe der Zeit immer mehr mich darauf spezialisiert. Kurz zusammengefasst, oder mein Thema ist die Vermögensstruktur, also Vermögensstrukturierung, Vermögensoptimierung, auch in Bezug auf Vermögensnachfolgeplanung. Und das in Zusammenarbeit mit verschiedenen Experten. Das große Ganze ist recht einfach auf den ersten Blick. Im Detail wird es dann spezialisierter. Deshalb sind ja auch verschiedene Referenten noch mit bei Plan B-Seminar dabei. Aber die Grundsätze, wo sind Risiken im Familienvermögen vorhanden? Und das hat aus meiner Erfahrung nahezu jeder, der nicht ordentlich verraten wird. Das ist das eine, wo lauern Risiken, das andere, wo werden Chancen vergeben, Vermögen zu schützen oder Vermögen effektiver aufzubauen. Ja, jetzt haben wir eine Sache dabei noch gar nicht angesprochen. Und zwar, wir sprechen ja in erster Linie Personen an, die sich auch mit dem Gedanken tragen, mal zu überlegen, ist denn das jetzt eine gute Option? Ich habe das so gehört von vielen, also seinen Wohnsitz vielleicht zu verlagern, also aus Deutschland rauszugehen, vielleicht sogar aus der EU rauszugehen. Da gibt's ja die unterschiedlichsten Ideen. Wir haben ja auch zum Beispiel eine ganze Reihe von Gästen, Mandanten, die wir beraten, die da hinkommen, die es aber auch schon getan haben, zum Beispiel sich weitere Staatsbürgerschaften zu besorgen. Also es ist ja ein riesenbreites Feld, wenn man auf der Suche nach einem Plan B ist. Deswegen nochmal meine Frage, also die Mandanten, die du berätst, sind das jetzt in erster Linie Leute, die sagen, ich werde Deutschland, Österreich, Schweiz nicht verlassen? Oder hast du auch Mandanten, die du berätst, die jetzt schon ausgewandert sind oder überlegen auszuwandern? Wie kann man sich das vorstellen? Beides, ein Großteil hat einen Schritt noch vor sich. Ne? Ich sage auch immer, man muss das unterscheiden zwischen wo bin ich und wo ist mein Vermögen. Ja, Mhm. also zum Teil ist man Interessant. familiär wie auch immer in den Heimatländern verankert. Das ist ja auch gewissermaßen gut so. Aber ich sage auch, das Vermögen muss nicht zwingend hier sein. Ja, also die politische Risikostreuung global, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich selber mit unserer Familie oder wir wohnen in Liechtenstein, wir haben vorher in der Schweiz gewohnt. Vom Dialekt, man hört's, wir beide sind ja Sachsen. Ja, haben also ein Stück die Heimat schon mal verlassen und muss sagen, wenn man einmal den Blick von außen auf die Ursprungsländer hat, ist man sehr froh. Also wir sind sehr froh, dass wir die Schritte so gegangen sind, wie wir sie gegangen sind. Woanders ist die Wiese nicht unbedingt grüner, aber ja, man lebt entspannter. Ja, viele soziale Themen, die gerade speziell in Deutschland immer stärker zum Tragen kommen, hat man in manchen Ländern nicht so und man kann sich die Länder ja weitestgehend aussuchen. Das ist das eine, wo bin ich und wo ist mein Vermögen. Der zweite Punkt, Daniel, den du ansprichst, ist das Thema der Staatsbürgerschaft. Das war in der Vergangenheit nett und angenehm, wenn man dort Wahlmöglichkeiten hatte. Aufgrund, ich sage mal speziell, die Bundesregierung von Deutschland, die Aussagen, die dort in militärischer Hinsicht getroffen werden, finde ich es langsam dringend, zumindest für die Herren, sich nach einer alternativen Staatsbürgerschaft Gedanken zu machen.
Das, denke ich, wird eines der großen wichtigen Themen. Absolut. Das ist auch ein Thema, mit dem ich mich jeden Tag eigentlich beschäftige. Ich habe heute schon wieder 2 Reservierungen für Beratungsgespräche reinbekommen zu dem Thema. Also Ja, täglich rufen uns Mandanten an, weil wir das ja auch anbieten. Also im Prinzip zum ja, Beispiel Staatsbürgerschaft bei Investment, aber auch andere ja, Staatsbürgerschaften, die man einfach absitzen kann in relativ ja, kurzer Zeit und dann bekommt. Wie du gerade gesagt hast, selbst, also für mich selber würde das nie in Frage kommen, im Prinzip in den Krieg zu ziehen oder zu lernen, wie es ist, andere Menschen zu töten. Und man möchte das natürlich auch nicht für seine Kinder. Also wir haben auch viele Mandanten, die sind selber vielleicht, oder sie denken zumindest aus dem Alter raus sind, zum Militärdienst zu gehen. Aber man darf eben nicht vergessen, man hat ja vielleicht auch Kinder oder Enkel. Und man kann eben auch in vielen Fällen so eine Staatsbürgerschaft, selbst eine Staatsbürgerschaft bei Investment an die Familie weitergeben. Deswegen ist es durchaus eine sehr interessante Sache. Da gebe ich dir ja. völlig recht. Also all diese Das, Themen, jetzt nochmal an unsere Zuschauer und Zuhörer. Also der Remo hat ein sehr, sehr spannendes Thema. Aber wichtig ist eben, wer zum Seminar kommt, zum Plan B-Seminar, bekommt, wie du schon gesagt hast, Remo, eben den gesamten Blumenstrauß, ne, an ja, Möglichkeiten oder sagen wir die Werkzeugkiste, die Toolbox. Nochmal an dich die Frage. Ich habe es ja schon ein paar Mal auch jetzt hier auf dem Kanal gesagt, aber wie siehst du das? Ist ja so, dass man denkt, man findet alle Informationen im Internet. Also man braucht sich eigentlich nur in Google setzen und Co. Also ich nenne es hier mal nie alle, will auch keine Werbung machen, aber man setzt sich da also ans Internet und sucht da und findet tausende Webseiten, könnte sich hinsetzen, das alles lesen. Man kann sich Videos angucken, so wie dieses Jahr auch. Warum soll man dann eigentlich noch zum Seminar gehen? Also mit zum Seminar sind ja auch Kosten verbunden. Also was ist da deine Meinung? Warum auf nach Zürich oder wo auch immer? Wir bieten ja auch im September schon wieder die nächsten Seminare dann an. Also warum sollte man aus deiner Sicht ein Seminar besuchen und nicht nur Videos wie dieses gucken? genau. Also zum einen, wie du sagst, man denkt, man findet alles im Internet. Ja, man denkt, ja, man braucht viel Zeit, um das zu recherchieren. Man kann schwer abwägen, was das jetzt auf meine Situation, oder? Und der andere Punkt ist, Zeit ist Geld. Man kann sehr, sehr viel lesen, recherchieren und. Und in der kurzen Zeit in Zürich, wo verschiedene Top-Referenten an einen Punkt kommen, zahlt man natürlich Geld. Es kostet Geld. Wenn man das aber im Verhältnis zum Vermögen auch setzt, ja, was muss denn für mich rauskommen unterm Strich? Erstens Ansicht von Ertrag, Vermögensoptimierung oder aber schwer in Geld messbar ein Mehr an Sicherheit für meine Familie und mich. Denke ich, ist das ein sehr geringer Aufwand. Dazu macht man einen Ausflug in die Schweiz, ins schöne Zürich, ja, und kann das auch verbinden. Und daher denke ich, ist das ein sehr effizienter Weg, die relevanten Informationen auf dem kurzen Seminar zu erhalten. Schönes Schlusswort, Remo. Dann kann ich nur sagen, ich freue mich, dich in Zürich zu sehen. Das ein oder andere Bier vielleicht am Abend nochmals zu trinken. Wir haben das ja unsere Tradition übrigens, dass wir immer am Ende unserer Veranstaltung, also am Abend, gemeinsam mit den Gästen und den Referenten uns dann nochmal irgendwie so eine Stunde, entweder gehen wir irgendwo hin oder wir lassen es dahin bringen, nochmal auf so ein Feierabendbier zusammen. Da kann man also nochmal ganz in Ruhe über alle Themen sprechen. Es wird ja viele Möglichkeiten geben, auch in den Pausen miteinander zu sprechen. Das ist übrigens das, was uns auch viele gesagt haben, weil sie sehr, sehr schätzen. Bei den vergangenen Events, die wir in London gemacht haben, sind eigentlich die Gespräche. Also manche haben gesagt, ich wüsste jetzt gar nicht, was mir mehr wichtig war. Die Vorträge der Referenten, toll und top, aber die Pausengespräche mit Gleichgesinnten. Und gestern hat mir noch jemand was gesagt, das fand ich auch sehr interessant, was für ihn ganz wichtig ist, zu so einem Seminar zu gehen. Es gibt einfach Dinge, die man so im Detail in einem Video oder auf einer Webseite eben nicht erklären und beschreiben würde. Nicht, weil es illegal ist, also muss ich nochmal betonen, alles, Ja, also betrifft alle Referenten, uns eingeschlossen, es wird nichts Illegales erzählt und gezeigt, was man tun kann, sondern immer nur das, was man völlig legal umsetzen kann, um sein Vermögen zu schützen, um vielleicht auch seine Freiheiten zu erweitern, um vielleicht seine Steuerlast zu senken, Kosten zu sparen. Trotzdem gibt es einfach Dinge, über die man natürlich in so einem Vis-à-vis-Gespräch anders redet und mehr ins Detail geht. Was ich übrigens sehr, sehr interessant fand, auch die Referenten, also viele der Referenten haben so Beispiele erzählt, ne? Also wirklich konkrete Beispiele von vielleicht Klienten oder Mandanten, natürlich anonymisiert. Aber das war sehr lehrreich und dann kam immer so ein interessantes Feedback auch von den Gästen im Prinzip, die dann auch ihre Story erzählt haben, was sie schon mal für Fehler gemacht haben. Wer spricht schon gern über Fehler? Ne?
Also weder vielleicht die Berater würden jetzt ihre Fehler, die sie auch mal gemacht haben, die sie auf die Webseite stellen, noch die Kunden oder die Mandanten sprechen ja gerne über das, was mal schiefgegangen ist. Also man spricht drüber, aber man schreibt es eben ungern vielleicht irgendwo hin. Und bei so einem Seminar spricht man nochmal darüber, was man vielleicht früher mal anders gesehen hat, falsch gesehen hat und was weniger gut funktioniert. Und das ist natürlich auch ein immenser Schatz, von dem man dann profitieren kann. Es ist im Treffen von Gleichgesinnten oder mit gleicher Zielrichtung, Absolut. wo irgendwo oftmals ja erfolgreiche Unternehmer oder wie auch immer, die wirklich mit schwerer Arbeit ihr Vermögen aufgebaut haben und die immer mehr sehen oder dass dieses Vermögen eben in Gefahr ist, die Sicherheit ist in Gefahr, die einfach Lösung suchen. Absolut. Und 1000 Gespräche gibt's nicht im YouTube-Video, das gibt's nur persönlich vor Ort. Also es geht nicht alles online. Daher sind die Quellen sehr, sehr interessant. Ja. Wir haben übrigens noch eine Sache, ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon erzählt habe, wir haben noch eine besondere Sache eingeführt jetzt, schon beim letzten Seminar in London. Vermögen betrifft ja nie eine Person alleine in der Familie, wenn es also um das Schützen von Vermögen geht. Und wir waren sehr überrascht. Wir haben das nur mal so testweise gemacht, wir haben mal probiert, wie das ankommt. Und dann haben wir gesehen, dass das auf eine riesen Resonanz, eine positive Resonanz stößt, dass wir sagen, jeder, der ein Ticket bucht, darf jemanden aus seiner Familie mitbringen. Ja. Und wir hatten da also auch in London, hatten wir Väter, die haben ihre Söhne mitgebracht oder ihre Töchter, oder wir hatten viele Ehepaare da. Weil wenn es um den Schutz von Vermögen geht, wenn es vielleicht auch um so eine Entscheidung geht, kommt das für uns überhaupt in Frage, unseren Wohnsitz wirklich zu verlegen? Manche haben auch noch so eine Firma, wo sie einfach auch eine gut funktionierende Firma vielleicht in Deutschland oder Immobilien. Und viele empfinden das als ein Klotz am Bein, wo man sagt, niemals könnten wir zum Beispiel unseren Wohnsitz verlagern, weil wir haben eine super funktionierende Firma mit vielen Mitarbeitern. Und für alle diese Sachen werden wir halt Lösungskonzepte haben. Ne? Ich habe zum Beispiel gestern mit einem Referenten gesprochen, also ein Referent wird da sein, das ist ein Spezialist darin, wenn jemand jetzt ein gut funktionierendes Unternehmen hat, wo er einfach sagt, es wäre so schade, das zu schließen, die Mitarbeiter, das funktioniert, ich will meinen Plan B umsetzen, aber die Mitarbeiter bleiben halt im Land. Wie bekommt man das hin? Wie kann man im Prinzip einen professionellen Nachfolger finden? Also da gibt es ja, wie gesagt, Anbieter, die kaufen das Unternehmen auf, führen es professionell weiter und so weiter und so fort. Und viele dachten vielleicht bisher, Wohnsitzverlagerung unmöglich, weil ich habe ja ein Unternehmen beispielsweise. Ne? Für all das werden Lösungen besprochen und wir sind sehr froh, dass du auch dabei bist, weil du ja auch selber einen sehr wertvollen Beitrag mit deinem, sagen wir mal, vielleicht strategischen Ansatz dann muss aber eben auch mit ganz konkreten Möglichkeiten, wie du vor uns gesagt hast, sowohl vielleicht in Europa, aber auch außerhalb von Europa dann seine Vermögenswerte zu diversifizieren. Ja. Auch auf die Art, wie Vermögen angelegt ist, oder? Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich finde es auch sehr gut, dass es die Möglichkeit gibt, jemanden mitzubringen aus der Familie, aber auch, du hast es gerade angesprochen, von Unternehmensseite, oder? Ja, ist es besser, ich nehme meinen Geschäftspartner oder die relevanten Gesellschafter mit zum Seminar, dass das keine stille Post ist, sondern dass auch die Informationen aus erster Hand haben. Und so ist ja eine runde Sache. Ja, absolut. Ich sage immer, gut, dass du das noch sagst, das hatte ich nämlich ganz vergessen. Also bei uns steht auf der Webseite, man darf einen Partner mitbringen und das ist sowohl ein Ehepartner als natürlich auch ein Familienangehöriger. Aber wie du sagst, man dürfte theoretisch auch seinen, ich sage mal, Steuerberater mitbringen, man dürfte, wie du sagst, seinen Geschäftspartner mitbringen. Gut, dass du mich daran erinnerst, auch das muss ich noch mit ergänzen. Ja, ich sage immer, es ist immer die Frage, was wäre wenn, und dann darf man kreativ nachdenken, ja. Und gewisse Optionen einfach abwägen. Und das ist oftmals der Anfang von guten Lösungen. Sehr schön. Also, wir könnten jetzt, wir müssen jetzt Schluss machen, weil wir müssen ja auch noch genügend Themen haben dann für Zürich, oder? Aber du siehst schon, wie schnell die Zeit vergeht. Ne? Und genau. Also dann nochmal, wie gesagt, an jeden, der das Video jetzt sieht, wenn du Fragen hast noch zum Event, du kannst mir persönlich noch eine E-Mail schreiben. Wenn du nicht sicher bist, kommst du am Montag oder Dienstag zum Seminar. Wir haben auch am Donnerstag, Freitag nochmal ein alternatives Webinar, nur mal mit dem Fokus Auswanderung, also Verlagerung von Wohnsitz und oder Unternehmenssitz. Also sprich, es gibt ein Seminar am Montag, Dienstag. Da geht's mit dem Fokus Vermögensschutz und Vermögensaufbau, Diversifizierung etc., aber natürlich auch an dem wie Staatsbürgerschaften, wie wir gesagt haben, und Wohnsitzverlagerung. Aber im Fokus steht halt Schutz von Vermögen,
und Freiheit. Ja, Donnerstag, Freitag. Also wer auch immer jetzt hier zuhört und sagt, ich bin mir nicht sicher, komme ich Montag, Dienstag, komme ich Donnerstag, Freitag und ist das was für mich? Wen bringe ich mit? Bringe ich meinen Geschäftspartner mit oder bringe ich doch jemanden aus der Familie mit? Schreib mir eine E-Mail oder vereinbare ein kurzes 15-Minuten-Gespräch zum Plan B-Seminar. Das vielleicht nochmal von meiner Seite. Ansonsten, wir freuen uns, euch zu sehen. Bleibt fröhlich. Bereitet unsere zunehmend instabile Welt auch dir schlaflose Nächte? Sorgst du dich um deine Sicherheit und dein Vermögen? Die EU bereitet sich ja allem Anschein darauf vor, mit einem neuen Vermögensregister, Bargeldbeschränkungen und strengen Kontrollen von Kryptowährungen, die Kosten für die Bewältigung der letzten und aktueller Krisen zu decken. Was du jetzt brauchst, ist ein Plan B mit konkreten Maßnahmen, die deine Familie und dein Vermögen bestmöglich schützen können. Und genau darum geht es auf unserem Plan B-Seminar in Zürich am 8. und 9. Juli. Lerne von Experten sofort umsetzbare Tipps und vernetz dich mit Gleichgesinnten. Und wenn du dich heute noch anmeldest, sicherst du dir sogar ein kostenloses Ticket für eine Begleitperson.